Sie sind schon einen langen Weg gegangen, Mitglieder der Bürgerinitiative Niedernhausen. In den vergangenen Jahren haben Sie dafür gekämpft, dass diese Stromtrasse verlegt wird, weg von den Häusern. Bisher schien der Kampf vergebens. Es hat ja keinen Sinn, dass man 5 Jahre lang Vorschläge einreicht und diskutiert. Wir sind in Bonn gewesen, wir sind in Berlin gewesen. Und am Ende sagt man, ja, du kleiner Wuschelkopf, ist ja alles nett und schön. Das hauen wir jetzt in die Tonne und wir machen doch, was wir wollen. In Niedernhausen geht es nicht nur um ein paar Stromtrassen, sondern um das große Ganze. Quasi um den Erfolg oder Misserfolg der Energiewende in Deutschland. Das Ziel ist klar, die Leitungen müssen schnell modernisiert werden, um zum Beispiel den Strom von Windrädern aus der Nordsee nach Süddeutschland zu transportieren. Eine der großen Leitungen soll von Emden über Nordrhein-Westfalen und Hessen bis nach Baden-Württemberg führen. Unter anderem durch Niedernhausen und den Rheingau-Taunus-Kreis. Landrat Frank Kilian betont, dass weder er noch die Bürger die Energiewende verhindern wollten. Sie setzen sich eben nur für einen etwas anderen Verlauf der Trasse ein. Wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir Alternativen vorschlagen, die für die Bevölkerung verträglicher sind und die auch mit in anderen Regionen getroffenen Maßnahmen vergleichbar sind. Und das sehe ich auch nicht als Kirchturmsdenken, sondern das sehe ich als eine absolut begründbare Einzelfallentscheidung wegen der unmittelbaren Nähe zu den Menschen, die dort wohnen. Die neue Stromtrasse namens Ultranet ist eine Hybridleitung. Das heißt, dass über den Mast sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom fließen. In Niedernhausen müssen manche Masten dafür nochmal erhöht werden, von jetzt 60 auf gut 67 Meter. Solch eine Hybridleitung wurde in Deutschland noch nie gebaut. Bürger vor Ort sorgen sich um ihre Gesundheit wegen der zusätzlichen elektromagnetischen Strahlung. Deshalb hat sich die Bürgerinitiative früh für eine Verlegung der Stromtrasse eingesetzt, also für eine Verschwenkung. Die vorhandene Stromleitung führt derzeit durch mehrere Wohngebiete in Niedernhausen. Darüber soll auch Ultranet laufen. Die Bürger wünschen sich stattdessen, dass die komplette Trasse um den Ort herumgeführt wird. Unsere Hoffnung war sehr groß und sie ist noch größer geworden, als der Herr Altmaier hier ausgestiegen ist mit dem Wirtschaftsminister Al-Wazir aus Hessen und sofort gesagt hat, hier muss sich was ändern und das werden wir doch hinkriegen. Jahrelange Proteste und Diskussionen schienen endlich gefruchtet zu haben. 2019 kam der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier nach Niedernhausen und weckte Hoffnungen. Auch sonst gab es viel Unterstützung für den Alternativvorschlag. Fast alle Landtagsfraktionen unterstützten die Bürger, die hessischen Bundestagsabgeordneten, die Kommunen und betroffene Landkreise. Auch Hessens damaliger Ministerpräsident Bouffier schrieb einen Brief an die zuständige Bundesnetzagentur. Im Mai dieses Jahres kam dann die Entscheidung aus Bonn. Es soll keine Verschwenkung geben. In Niedernhausen wird Ultranet auf der bestehenden Trasse gebaut. Sprecher Fiete Wulff betont, dass diese Entscheidung der Behörde nicht leicht gefallen sei. Aber der jetzige Trassenverlauf habe nun mal Vorteile gegenüber dem Bürgervorschlag. Ziel ist es immer, den Trassenverlauf zu wählen, der insgesamt mit den geringsten Eingriffen einhergeht. Und alle Verschwenkungen hätten nach unseren Analysen und nach unseren Prüfungen letztlich eine höhere Eingriffsintensität in Natur, in Landschaftsbild gehabt, als das, was ursprünglich vorgeschlagen worden ist. Und deswegen hat die Bundesnetzagentur das so entschieden. Die Investitionskosten bei Nutzung der bestehenden Trasse sind laut Netzbetreiber Amprion 4- bis 5-mal niedriger als eine Umleitung der Trasse. Hinzu kommen die Folgen des Ukraine-Kriegs mit der aktuellen Energiekrise. Die Bundesnetzagentur will weitere Verzögerungen im Stromnetzausbau vermeiden. Das ist dann auch eine Sache, wo auch die Bundesnetzagentur sehr klar sagt, wir werden solche Verfahren zukünftig etwas straffer und etwas geraffter führen müssen, um eben mit dem Stromnetzausbau auch voranzukommen. So, diese Abwägung gilt es für uns immer zu treffen. Wir haben uns an dieser Stelle viel Zeit genommen. In Zukunft wird das so in dieser Weise nicht mehr möglich sein. Das Beispiel Niedernhausen steht nicht nur für enttäuschte Hoffnungen von Bürgern, sondern auch für ein langwieriges und aufwendiges Genehmigungsverfahren. Die einzelnen Schritte hat der Netzbetreiber Amprion aufgeführt. Zunächst die sogenannte Bundesfachplanung,
in der ein Trassenkorridor festgelegt wird, inklusive Antragskonferenzen mit Bürgerbeteiligung, Antragsunterlagen, die öffentlich ausgelegt werden, und Erörterungsterminen, wieder mit Bürgerbeteiligung. Danach kommt das sogenannte Planfeststellungsverfahren, erneut mit Bürgerbeteiligung. Ist das abgeschlossen, folgt der Bau der Stromtrasse und die Inbetriebnahme. Die Ultranet-Leitung soll 2027 fertig sein, nach gut 12 Jahren Planung. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hatte ein zügigeres Verfahren erwartet, unter Einbeziehung der Bürgerinteressen. Wir müssen schneller werden. Unsere Vorschläge der Verschwenkung waren auch gedacht als Beitrag dazu, dass man Konflikte vor Ort löst und vielleicht dann auch Gerichtsverfahren verhindert, die ja jetzt vielleicht anstehen. Und insofern wollte ich immer dazu beitragen, dass A, die Leitung gebaut wird, aber dass B, dieser Leitungsbau auch für Verbesserungen vor Ort genutzt wird. Das hat jetzt nicht geklappt. Die Kreisverwaltung will im September entscheiden, ob sie eine Klage gegen die Bundesnetzagentur vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einreicht. Deshalb drohen weitere Verzögerungen. Grundsätzlich bin ich auch der vollen Überzeugung, wir müssen als Gemeinschaft alles dafür tun, um die Energieversorgung so schnell wie möglich auf andere Beine zu stellen, gerade angesichts der jetzt stattfindenden externen Einflüsse. Aber das dann an diesem einen Projekt so festzumachen, dass man mit dem Kopf durch die Wand möchte, das kann ich nicht nachvollziehen. Die Mitglieder der Bürgerinitiative hadern weiter mit dem Beschluss vom Mai. Sie sind überzeugt, hätte sich die Bundesnetzagentur früh für deren Alternativvorschlag entschieden, hätte es keine Verzögerungen gegeben. Von der Geschwindigkeit her muss man sagen, die Realisierung könnte schon längst erfolgt sein. Der Gemeindebeschluss ist von 2018. Da hätte ein Jahr später die Bundesfachplanung entscheiden können. Und inzwischen hätten wir schon den Bau realisiert haben können. Der Streit um Niedernhausen verdeutlicht, so schnell wie von allen Seiten gefordert, geht die Energiewende in Deutschland nicht voran. Langwierige Planungsverfahren und Bürgerproteste. Das Nadelöhr bleibt ein modernes, leistungsfähiges Stromnetz, um die Energie dorthin zu transportieren, wo die Menschen sie brauchen.